Tom, komm mal bitte. Setz dich mal, Tür zu. Okay. Wir müssen das beenden. Warum? Habe ich etwas falsch gemacht? Nee, du machst eigentlich eine gute Arbeit, aber Insta360 hat den Flow rausgebracht. Mit Deep Track 3.0. Ja, okay. Ich brauche keinen Kameramann mehr. Das Ding filmt mich, verfolgt mich. Es tut mir echt leid, aber ich schreibe dir ein gutes Zeugnis. Kann ich nichts dazu sagen. Ja, also das war's. Okay. Kündigung kriegst du gleich schriftlich. Okay. Ja? Danke. Das ist natürlich etwas überspitzt und totaler Quatsch. Der Tom wird nicht rausgeschmissen. Aber dennoch, Deep Track 3.0 von Insta360 beim neuen Flow verspricht eine ganze Menge. Hallo und herzlich willkommen auf Tech for Fun. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, Tracking-Funktion von Gimbals, hier zum Beispiel beim DJI Osmo 6 Active Sync oder Active Track 5.0. Hier beim nagelneuen Insta360 Flow heißt das Ganze Deep Track 3.0. Und ja, so eine Tracking-Funktion kann euch ganz viele helfen. Die Frage ist nur, wie gut wird getrackt? Also hier beim Osmo 6, das ist schon so ein bisschen Marktstandard, war das eigentlich immer recht gut. Aber Insta360 mit dem Flow, die sagen, es ist noch besser, weil es eben ja, auf KI basiert ist, also künstliche Intelligenz. Was erwartet euch in diesem Video? Wir unboxen das Teil hier. Ich sage euch ein bisschen was über die technischen Daten und dann wollen wir mal sehen, fokussiert auf Deep Track 3.0 und auf Tracking-Funktionen. Was kann das Insta360 Flow tatsächlich? All das in diesem Video. Los geht's. Da ist die Verpackung und magnetisch geht's los. So, also was haben wir hier? Ganz interessant, hier im Karton ist schon mal die Bedienungsanleitung, so eine Kurzanleitung aufgedruckt und dann ist hier als allererstes, schaut uns das Insta360 Flow an. Und hier ist schon, ich hole das mal raus, das allererste, was ich total klasse finde. Ein halbdurchlässiges Kunststoffgehäuse, wo ihr die Elektronik sehen könnt, also den Akku, man sieht dort einen Mikrochip. Das sieht schon recht edel aus. Ja, hier so die Haptik, das fühlt sich sehr wertig an. Also zum einen obligatorisch Bedienungsanleitungen, Garantie etc. Eine Schutztasche und hier so ein Silikongriff, wahrscheinlich der kommt dann hier oben oder hier unten an den Griff ran, damit ihr noch ja, griffigeren Halt habt beim Arbeiten. Das ist die Magnetklemme, die dann an euer Handy ran gemacht wird. Ähnlich hier bei DJI gibt es das auch. Und dann hier drin nochmal ein USB-C auf USB-A-Kabel. Recht übersichtlich. Das ist das, worum es geht. Und das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Kommen wir zu den technischen Daten. Also das sieht schon ein bisschen anders aus und bei den Gimbals heutzutage muss man immer irgendwie schauen, wie mache ich denn das jetzt? Kommt das zuerst hier rein oder kommt das raus? Wenn man es nicht jeden Tag benutzt, nach einer Zeit geht es. Hier beim Insta360 Flow ist das ganz simpel. Einfach drehen und schon ist es im Bereich. Es schaltet sich dann auch automatisch an und ich höre gerade mein iPhone. Genau, starte die Aufnahme. Also, sobald ihr das Insta360 Flow einschaltet, öffnet sich auch hier automatisch auf eurem Handy, Android oder iOS die Insta360 App. Aber so weit sind wir nicht. Gucken wir uns das mal an. Dann haben wir hier ein Drehrad. Also durch Touch könnt ihr hier die einzelnen Aufnahmemodi einstellen. Das geht jetzt nicht, weil das Handy noch nicht dran ist. Das machen wir gleich. 300 Gramm wiegt das Insta360 Flow. Das sind ungefähr 10 Gramm mehr als das. Also ja, da merkt man nichts. Dann habt ihr integriert einen 2900 mAh großen Akku und der soll für eine Laufzeit, so jedenfalls sagt Insta360, von mehr als oder von rund 12 Stunden sorgen. Das ist eine
mega Zeit. Und was ich total gut finde, ihr habt hier einen USB-C-Anschluss und könnt das Ganze mit dem USB-C zu iOS, also Lightning-Kabel oder USB auf USB-C-Kabel als Powerbank nutzen. Das heißt, ihr könnt euer Handy, euer Smartphone laden. Und vollgeladen ist das Insta360 Flow in knapp 2 Stunden. Dann schauen wir mal, was haben wir hier unten. Also was man sieht, auf jeden Fall hier unten ein Stativanschluss. Ganz wichtig, wenn ihr das Gimbal auf ein Stativ stellen wollt, könnt ihr das machen. Habt ihr kein Stativ dabei, weil ihr nur mit einem ganz kleinen Gepäck reist? Jetzt kommt's. Ausklappen, Beinchen auseinander und schon habt ihr ein Stativ. Aber, tadam, ein Selfie-Stick. Auch von der Haptik her sehr gut. Hier könnt ihr das Ganze dann drehen, auf euch richten oder eben wieder zumachen. Einklappen geht ganz einfach. Beinchen rein, fertig. Gefällt mir. Und was ich auch noch richtig gut finde, wenn ihr mit dem Funkmikro arbeitet, also mit dem Rode oder mit dem DJI Mic, ja, wohin mit dem Teil? Da hat Insta360 super mitgedacht. Hier, seht ihr das? Eine kleine Klappe mit Cold Shoe Adapter. Also hier beispielsweise Insta360 Flow, ein DJI Mic, hoffentlich verstehen die sich, ranmachen und hier mit dem Kabel verbinden und ihr habt dann gleich die Funktion, dass ihr eine Funkstrecke dran habt. Dann schauen wir uns mal im Groben die Funktion an. Dazu kommt das Teil aber dann aufs Stativ. Also, ihr habt in der Mitte dieses Drehrads einen Joystick für die 4 Achsen im Prinzip, wo ihr das Handy bedienen könnt. Dann habt ihr hier ein Drehrad, wo ihr die einzelnen Modi auswählen könnt. Also ihr habt im Prinzip 4 Modi. Einmal den Automodus, dann habt ihr sowas wie einen Pan-Modus, also wo ihr in der horizontalen stabilisieren könnt, einen ganz normalen Tracking-Modus und einen FPV-Modus. Da könnt ihr so drohnenähnliche Shoots erstellen. So, und da es in diesem Video ja hauptsächlich um die Tracking-Funktion geht, habt ihr hier auf dem Bildschirm eine Hand, die drückt ihr an, dann einmal raufdrücken und sobald jetzt, der Tom ist jetzt im Bild, den könnt ihr gerade nicht sehen, Tom die Hand hebt, müsste das Deep Track 3.0 starten. Mach doch mal, Tom. Er hat dich erkannt. So, und jetzt kannst du ja mal mit dem Stuhl ein bisschen durch die Gegend rollen. Genau. Also ihr seht, hui, prima, danke Tom. Ihr seht, das ist total einfach. Dann gibt es hier weiterhin vorne dieses Trigger-Testchen. Das kennt wer mit Gimbals schon gearbeitet hat. Zweimal klicken, zentriert das Ganze. Einmal klicken, aktiviert automatisch ohne Handbewegung das Track. Das heißt, Tom ist jetzt wieder im Tracking. Nochmal drücken, deaktiviert das und zweimal drücken wieder, ganz klar. Dann habt ihr hier die Taste mit der Kamera, so ein wechselnder Kreis mit 2 Pfeilen. Einmal raufdrücken, wechselt die Kamera. Jetzt bin ich quasi im Bild und ich werde automatisch, das könnt ihr im Menü einstellen, getrackt. Ja, dann gehen wir kurz durch die Menüs. Ihr habt hier einmal den Bereich der Kameraeinstellung, also 4K, 1080p oder 720p von 24 bis 60 Frames. Darunter habt ihr einen Bereich Auto oder manuell. Da könnt ihr die ISO manuell einstellen oder eben auch die Belichtungszeit. Und dann habt ihr die Gimbal-Funktion und die sind etwas ausführlicher. Das heißt, ihr könnt den Flow-Modus einstellen, Follow, Pan-Follow, FPV oder auf Automatik. Dann könnt ihr, ja, was könnt ihr noch? Die Joystick-Geschwindigkeit, die Zoom-Geschwindigkeit ist einstellbar. Also hier eine ganze Menge Einstellungsmöglichkeiten. Und hier auf der rechten Seite, so wie ihr es vielleicht von eurer Android- oder iOS-Kamera, iPhone-Kamera kennt, habt ihr den Menüpunkt, wo ihr, welche Kameraeinstellung ihr habt. Ja, wie schon gesagt, in diesem Video der Fokus auf Deep Track 3.0, also eine KI-basierte Variante. Der Hersteller verspricht zum Beispiel, wenn ihr getrackt werdet und ihr seid aus dem Bild raus und kommt dann wieder ins Bild rein, dass er euch weiter trackt. Kenne ich von den aktuellen Gimbals eigentlich nicht, die verlieren einen dann ganz oft. Dazu gibt es noch eine Funktion, die heißt Flow Zoom. Das heißt, wenn er euch wirklich verloren hat, versucht er durch Herauszoomen euch wieder zu finden und trackt euch dann weiter.
Ja, und bevor ich mir das jetzt mit euch gemeinsam und Tom anschaue, wie dieses Tracking tatsächlich funktioniert, haben Tom und ich mal ausprobiert, wie ist das beim DJI OM6. Das kann auch tracken und auch in so einer Variante, wenn ihr alleine seid, einfach nur die Hand heben und dann startet das Tracking und die Aufnahme beginnt. Ja, wie hat sich da das DJI Osmo 6 Mobile geschlagen? Hat er, oder? So, Tom hat jetzt per Handheben die Gestensteuerung vom OM6 aktiviert und wie ihr seht, es verfolgt zuverlässig. Tom, jetzt geh doch mal hinter den Baum, mal sehen, was das DJI dann macht. So, Tom ist versteckt und jetzt komm vor. Und der OM6 nimmt das Tracking nicht mehr auf, sondern unterbricht es einfach. Tom ist jetzt getrackt. So, und ich decke jetzt Tom ab. Bleib stehen. Und jetzt lauf du weiter. Und jetzt ist er bei mir. Okay, Tom, jetzt deck du mich einmal ab. Ich laufe weiter. Und er trackt Tom. Also wenn mehrere Leute irgendwie im Bild sind und man will auf eine Person tracken, dann klappt das nicht wirklich. Er behält also die Situation oder denjenigen, der jetzt wirklich getrackt werden soll, nicht permanent im Fokus. Ja, also grundsätzlich macht das DJI OM6 wirklich gut, aber es verliert halt die zu trackenden Personen. Und jetzt kommt es drauf an, macht das Insta360 Flow besser, weil der Hersteller, der verspricht das. Wir wollen jetzt mal checken, ob das Versprechen tatsächlich eingehalten wird. Also, los geht's. So, Tom hat jetzt mit der Handbewegung das Tracking gestartet und läuft jetzt mal ein bisschen rum. Mal sehen, was passiert. Wunderbar. Und jetzt ähnlich wie eben beim DJI OM6 die Baumgeschichte. Er versteckt sich hinter dem Baum. Genau, es ist jetzt gelb und jetzt kommt Tom hervor und sofort ist er wieder im Tracking. Das funktioniert. Super, mach mal nochmal. Ich kann es gar nicht glauben. Versteck dich nochmal, bitte. Klar, gerne. Bin ich weg? Jetzt bist du weg und komm mal zur anderen Seite. Ja, geh nochmal weg. Genau, und zur anderen Seite. Ja, perfekt und er hat dich drin. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Jetzt komme ich dazwischen. So, er ist getrackt auf Tom und sollte eigentlich auch Tom bleiben. Jetzt bin ich hier vor dir und als ich jetzt weitergegangen bin beim DJI, hat er auf mich getrackt. Und er bleibt bei Tom. Jetzt das Ganze nochmal. So, nee, so wäre es Quatsch. Ich muss dich abdecken. Das macht Sinn. So, jetzt bist du raus und ich laufe in die Richtung. Immer noch. Super. Dann versuch ihn doch jetzt mal ein bisschen durch Geschwindigkeit auszutricksen. Mal sehen, was er da kann. Okay, geh mal weit weg, ganz weit weg, mal schauen. Und dann versteck dich auch noch mal irgendwo da rechts hinter den Büschen. So, jetzt ist Tom aus dem Tracking komplett raus. Dann komm mal wieder. Und das ist unglaublich, er nimmt das Tracking wieder auf und hat Tom die ganze Zeit im Blick. Auch da hinten. Jetzt ist er weg, jetzt ist er wieder da. Also das ist wirklich beeindruckend. Tom, was sagst du? Irgendwie ein bisschen anders, nicht? Als Mega, eben. ich fühle mich ein bisschen wie von der Polizei verfolgt. So, jetzt das Ganze mal in der Bewegung. Wir haben das Active Track drin. Ich gehe jetzt mal ein bisschen mit dem Selfie Stick nach rechts oder nach links. Und jetzt, damit wir auch mal wenigstens ein bisschen rennen und die Ausgleichsbewegung sehen. Wir gehen nach rechts. Er trackt mich, ich gehe nach links. Und wieder, zack. Das Ganze mal umdrehen. Super. So, und einfach, weil es dazugehört, jetzt auch noch mal eine Situation, wo ich einfach ein bisschen renne, damit ihr seht, wie smooth die Stabilisierung tatsächlich ist. Und man kann natürlich auch noch eins machen. Ich nehme den Tom jetzt ins Tracking. Er ist jetzt getrackt und laufe mal um ihn rum und renne dabei. Ich muss mich um gar keinen Bildausschnitt kümmern.
Ich renne und Tom bleibt im Mittelpunkt. Jetzt gleich dürfte er ihn verlieren. Nein. So, jetzt hat er ihn verloren. Aber da hat er ihn wieder. Ich laufe gerade, bewege die Kamera nicht und er dreht sich mit. Super! Das ist wirklich beeindruckend und ich muss ehrlich sagen, hier setzt Insta360 mit dem Flow neue Maßstäbe am Markt. Denn ja, das ist das allererste Mal, dass Insta360 einen Gimbal auf den Markt bringt. Und ja, was Gimbal-Motoren angeht und bewegungshemmende Algorithmen, ist DJI schon wirklich ganz weit da vorne. Aber hier mit dem KI-Tracking, das ist wirklich richtig genial. Natürlich, das Ding ersetzt keinen Kameramann. Aber wenn ihr Content Creator seid oder mal was alleine machen wollt und ihr braucht einfach irgendwie ein bisschen Bewegung, dann ist das super. Wirklich richtig gut. Was gefällt mir noch an dem Ding? Die lange Akkulaufzeit von 12 Stunden. Mega. Die Funktion, dass ihr euer Handy, euer Smartphone laden könnt und das Ganze als Powerbank nutzen könnt. Dann, ja, wie smart ist das denn? Hier einfach rausziehen und ihr braucht nicht noch irgendwie Zubehör dabei und schon habt ihr ein Stativ. Das hier kennen wir schon auch von anderen Gimbals. Die Verarbeitung ist toll. Also ich muss ganz klar sagen, ach ja, und hier der Cold Shoe für Zubehör mit dem Schuh da oben ran machen. Auch eine tolle Idee, nichts Besonderes, aber ja, nutzt halt echt was. Mein Fazit ganz klar, für mich persönlich das beste Gimbal aktuell auf den Markt, das ihr kaufen könnt. Ich freue mich schon, künftig mit dem Insta360 Flow arbeiten zu können. Und ich bedanke mich bei euch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch eine tolle Zeit. Tech for Fun, Grüße aus der Hauptstadt.